An Samstag, ich muss es nochmal wiederholen und betonen, in der Hamburger Innenstadt. Willkommen zurück, Freunde. Dennis hier, aka Fragrance Dog. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und heute haben wir es ist doch ein großes Thema, interessantes Thema. Wie viele Leute tragen welches Parfüm? Das ist immer so die Frage und ich kriege viele Nachrichten und auch andere kriegen viele Nachrichten. Oder wenn ich mal irgendwo was lese, steht es auch da. Und man hört es einfach an jeder Ecke ein bisschen übertrieben. Das ist nämlich genauso übertrieben, wie die meisten Leute sagen, ja, den Duft rieche ich immer und überall. So, da kommen wir gleich zu. Für alle Neuen, die das erste Mal hier auf meinem Kanal sind, drückt die Glocke, abonniert diesen Kanal, damit ihr kein Video mehr verpasst. Das würde mich natürlich freuen. Oder werdet Mitglied, unterstützt diesen Kanal. Und als Gold- und Platin-Mitglied zum Beispiel werdet ihr auch am Ende des Videos natürlich mit Namen eingeblendet. Es gibt aber natürlich auch Silbermitglieder. So Leute, das Thema, ihr kennt das doch. Ihr tragt einen Duft und ihr sagt oder fragt zum Beispiel irgendeinen hier auf YouTube, mich hier zum Beispiel, wie findest du diesen Duft? Oder ist der noch tragbar? Schon dieses Thema, ist der schon tragbar, ist auch ein bisschen, ich sagte das ja schon 100-mal, tragt einen Duft 30 Jahre. Es ist doch völlig egal. Früher hat man das auch gemacht, immer diese schnelllebige, so nach dem Motto, nach 2 Monaten, 3 Monaten ist er out. Das ist absoluter Quatsch. So. Dann das Thema, ich rieche den überall. Es gibt viele, die schreiben oder die sagen, ja, den rieche ich überall. Wo denn überall? Wo riechst du ihn denn überall? Jetzt komm nicht mit Arbeit. Ja, da kann das natürlich mal sein. Man kann natürlich mal von Sauvage, von Million, wenn ein Kollege den immer trägt, weil er immer nur einen trägt, was ja auch nicht schlecht ist, dann ist das natürlich ein bisschen anstrengend. Aber zu behaupten und zu sagen, was viele wirklich machen, ich rieche ihn an jeder Ecke, überall, jeder trägt den, es ist Quatsch. Ich war an Samstag in der Innenstadt, ich muss es nochmal wiederholen und betonen, in der Hamburger Innenstadt. Es war proppevoll, logisch, gutes Wetter, die Frauen haben sich angezogen, als wären sie auf einen Modelsteg gehen würden. Nice, es war alles nice, ne? War schon schön. Dann aber habe ich mal den Test gemacht, eine ganze Weile, 3,5 Stunden, weil wir wollten essen gehen, es war voll, wir mussten warten. Also ich war 3,5 Stunden auf den Samstag nochmal in der Hamburger Innenstadt, also Neuer Wall und so weiter und so fort, war ich spazieren. Und selbst in der ganz guten Gegend, also Neuer Wall da, ich habe kaum Parfüm gerochen. Und so ist das nämlich. Ich behaupte, 90%, und das ist wahrscheinlich noch zu wenig, tragen keine Düfte. Das ist schade, weil wer will nicht gut riechen? Aber sie machen es einfach nicht. Und das, was ich gerochen habe, ist dann ein ganz sportlicher Duft. Ich weiß nicht, ich glaube, das war, was ich mal gerochen habe. Ich habe einmal einen gerochen, der ging an mir vorbei. Ein Mann und das nächste Mal eine Frau, was Süßliches. So, Frauendüfte bin ich raus, weiß ich nicht so, aber der Mann hat, glaube ich, CK1 getragen. Beziehungsweise der Junge. So, der Rest nicht. Das Einzige, was ich war bei Karstadt drin, in der Parfümreihe da, sag ich schon. Und da habe ich Parfüm gerochen. Sonst nirgendwo. In der Parfümabteilung habe ich Parfüm gerochen. So. Sonst nirgendwo. Ne? Ich musste die Zeit, wie gesagt, wir haben die Zeit ein bisschen überbrückt. Kein Mensch, also da waren es 98%. 98%, die keinen Duft getragen haben. Wir gehen jetzt nicht davon aus, dass das schade oder schlecht ist, wie auch immer, aber das ist das Thema. Leute, die immer sagen, der Duft, den kann ich nicht mehr riechen, den rieche ich überall, das ist Quatsch. So, sag mir das, es sei denn, du kommst aus dem Dorf, wirklich gesagt, was nicht schlimm ist, aber was nur, keine Ahnung, 20 Einwohner hat, ja, dann kann ich das mir vorstellen, aber selbst auf ein Dorf, was 20.000 Einwohner hat oder 10.000, nur wirst du das auch nicht riechen, so. Also finde ich diese Aussage immer, man muss ein bisschen mit vorsichtig sein, das rieche ich überall, so, und es ist auf einer Hinsicht schade, weil wer möchte nicht gut riechen, aber es ist leider Fakt, 95% riechen nicht nach Parfüm oder benutzen gar kein Parfüm. Vielleicht sprühen sie sich auch nicht so viel ein,
Das kann ja auch sein, dass sie dann, wenn sie in einer Stadt ankommen, dass das schon weg verflogen ist. Weil die meisten benutzen sportliche, frische Düfte. So, Duschgelartige Düfte, das Übliche. Und die halten ja grundsätzlich so nicht so lange. Aber selbst im Winter, ich kann mich nicht daran erinnern. Ich nehme das sind immer 1-2%, die man, wenn man unterwegs ist, wahrnimmt. Und ihr wisst nicht, also wer aus Hamburg kommt und wer Hamburg schon mal besucht hat, vor allen Dingen am Wochenende, und wer dann in der Innenstadt war, also Alster, ne, Alsternähe, komplett die Innenstadt, weiß, wie voll das ist. Und wie gesagt, nochmal, ich rieche sehr, sehr gut. Es war warm, kein Wind. Man hätte das riechen müssen, aber nein, keine Chance. Noch nicht mal am neuen Wall, ne, wo vielleicht die Chance ist, dass die Damen, die Herren Parfüm tragen, logischerweise mehr. Nein, auch da nicht. Auch da nicht. Ich bin der Meinung, ich habe, glaube ich, ganz Hamburg, weil ich ein bisschen mehr gesprüht habe an den Tag auch, oder wenn man wie viel sprüht man, vielleicht muss ich das auch noch mal machen, das Video. Es wird immer noch wieder gefragt. Ich sprühe natürlich auch mal mehr. Im Schnitt sogar immer mehr. Ist einfach so. Auch wenn man natürlich sagt, 5, 9 Sprüher ist in Ordnung. Aber dazu ein anderes Mal. Aber ich habe das wahrscheinlich gesprengt da, weil, ne, aber ich habe es einfach, meine Frau war dabei auch, die hat nichts gerochen. So, ich habe meine Frau gerochen, ja. Aber sonst hat keiner nach Düften gerochen. Wie gesagt, eine Dame innerhalb 3,5 Stunden und ein Junge. So, das war's. Also, ich wollte nur mal sagen, weil man es geht hauptsächlich das Thema ist ja hauptsächlich, lasst euch nicht irgendwie, wenn einer sagt, kauft den nicht, das riecht überall so, come on. Darum geht das. Für Leute, die was kaufen wollen, kauft den Duft, den ihr gut findet. Ja, Sauvage riecht man vielleicht mehr in Deutschland jetzt, wir gehen jetzt mal von Deutschland logischerweise aus, als vielleicht ein Roberto Ugolini oder ein Search of Alexandria 2. Ist ja logisch. Aber ich bin ehrlich gesagt in meiner ganzen Zeit an Sauvage 4-mal, glaube ich. 5-mal. Das ist natürlich auch lang. Ich muss jetzt ganz weit zurückgehen, weiß ich. Also mehr als 5 habe ich nicht gerochen. Also wenn über Boss Bottle. Boss Bottle ist der einzige Duft, den ich wirklich über die ganzen Jahre und Le Male, den man ganz viel wahrnimmt. 1 Million zu der Zeit, wo es wirklich oben war, auch ein bisschen mehr. Aber nicht so wie viele betonen, ich rieche nur noch 1 Million. Nein, genauso wie Aventus. Mann, ich sag euch jetzt nochmal was. Aventus, 98% wissen nicht mal, was Aventus ist. Das ist einfach so. Das ist einfach so. Es sei denn, du machst jetzt eine Umfrage und triffst zufällig jemanden, der sich mit Düften auskennt. Aber frag doch mal die Damen oder die Herren da draußen. Kennen Sie Aventus von Creed? Dann gucken sie sich gegenseitig an und euch auch. Keiner weiß das. Oder sie kommen auf Creed mit Sylvester Stallone, die 2 Teile Ableger von Rocky. Aber sonst weiß es doch keiner. Also, ja, Leute, also wenn ihr einen Duft kaufen wollt, kauft den ihr wollt und macht euch nicht so viel Gedanken, falls irgendwelche Leute sagen, ich rieche das an jeder Ecke. Weil das ist wirklich Quatsch. So, es sei denn nochmal, derjenige, der das behauptet, hängt mit seinen Homeboys ab oder was auch immer mit seinen Arbeitskollegen, die immer dasselbe benutzen. Dann ja, aber dann kann man trotzdem nicht sagen, ich rieche das an jeder Ecke. Weil das geht nicht. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Reinhauen.